Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und an diesem wundervollen Tag die Wunder deutlicher sichtbar zu machen. Die Wunder von allem, was für dich geschieht, was für euch geschieht. Die Wunder von allem, was du erlaubst, was ihr erlaubt, was ist durch euer Erlauben. Alles geschieht für mich, alles geschieht für dich, alles geschieht für jeden, ist die Wahrheit und die Weisheit, die genau diese Wahrheit und Weisheit kreiert. Indem du diese Wahrheit und Weisheit konstatierst, benennst, aussprichst, innerlich oder äußerlich, ist diese Wahrheit die Wahrheit, die sein muss. Es ist vergleichbar mit einem Zauberspruch, den du sagst, der genau das in die Realität bringt, worauf du dich konzentrierst. Alles geschieht für mich, wirkt in beide Richtungen. Es macht dir bewusst, dass alles für dich geschieht. Und es bringt alles in die Realität, dass es für dich geschieht. Das aufrichtige Konstatieren dieses Satzes, dieser Worte, alles geschieht für mich, ist die Weichenstellung von dem, dass alles für dich geschieht, alles für dich geschehen muss, alles erlaubt ist, für dich zu geschehen. Du kannst dein Leben auch anders herum leben. Du kannst sagen, alles geschieht gegen mich und wirst genau das erleben. Es ist deine Wahl, dein freier Wille, der dich erleben und erlauben lässt, was es zu erleben und zu erlauben gibt. Auf deine Weise mit deinem Willen. Du weißt, sonst wärest du nicht hier, dass dein Weg das tiefe Erfahren ist von der Harmonie, von allem, was ist. Die Harmonie von allem, was ist, bringt mit sich die Selbstverständlichkeit von alles geschieht für mich. Alles geschieht für mich ist die Selbstverständlichkeit davon, dass jeder Ausdruck, jede Erfahrung, jedes von dir noch so gut oder negativ gewertete, für dich von höherem Nutzen ist. Die Erfahrungen auf der Erde sind vielfältig, vielschichtig, vielseitig. Jede einzelne Erfahrung bringt gewisse Emotionen, gewisses Fühlen, gewisse Wertungen, solange du im Werten bist, mit sich. Und all das ist Teil deines irdischen Erlebens, ist Teil deines irdischen Koffers, von all den 1000 Möglichkeiten, die du ausprobiert hast. Deines Utensilienkoffers, Werkzeugkoffers, mit dem du alles, was dir forthin im Leben widerfährt, auf diese oder jene Weise betrachten kannst, einordnen kannst, verstehen kannst. Du bist auf der Erde nicht nur, um in Harmonie zu leben, sondern auch, um intellektuell Harmonie zu verstehen, Harmonie zu sehen und zu säen. Indem du intellektuell verstehst, wie diese Harmonie sich automatisch und natürlich entfaltet, kannst du andere ermutigen, sich auf diese Harmonie einzulassen. Die Harmonie kann nicht intellektuell erreicht werden, sie kann jedoch durch das intellektuelle Verstehen gestärkt und erlaubt werden. Das Erlauben braucht alle Ebenen. Die geistige Ebene des Erlaubens, die mentale Ebene des Erlaubens, die emotionale Ebene des Erlaubens, das fühlende Erlauben,
die physische Ebene des Erlaubens, das Erlauben des Körpers, der körperlichen Erfahrung, die spirituelle Ebene des Erlaubens, das dich öffnen in deinem ganzen Sein, das weit mehr ist als dein physischer Körper. Alle Ebenen, die genannten und alle nicht genannten, subtilen und dichteren Ebenen, sind in dem Erlauben wichtiger Bestandteil, um auf ganzer Ebene zu erlauben. Und so ist jedes Erlauben auf jeder Ebene ein wichtiger Beitrag deinerseits, um ganz und gar zu erlauben. Ganz und gar, sowohl ganz und gar dich ganz und gar betreffend, als auch ganz und gar auf der Zeitachse. Ganz und gar in allem, was war, in allem, was ist, in allem, was kommt. Es ist ein gleichzeitiges sowie ein sukzessives Erlauben. Ein Erlauben, das sich in diesem Moment auf allen Ebenen abspielt oder auf manchen Ebenen, im nächsten Moment auf dieser Ebene oder auf mehreren Ebenen, im nächsten Moment vielleicht auf allen Ebenen, im nächsten Moment vielleicht wieder auf manchen Ebenen. Gleichzeitig ist es ein Erlauben, das nach und nach zu mehr Erlauben führt. In diesem Moment dieses erlauben, im nächsten Moment ein anderes erlauben, im nächsten Moment dieses und das andere erlauben. Es ist nicht ein Erlauben, das erzwungen werden kann, nicht ein Erlauben, bei dem es darum geht, alles in diesem Moment zu erlauben. Es ist immer ein punktuelles Erlauben, das zu einem absoluten Erlauben führt. Im Konglomerat, sprich in dem Zusammenfügen von dem gestrigen, jetzigen und morgigen Erlauben und im punktuellen, jetzigen, absoluten Erlauben, frei von gestern, jetzt und morgen. Das Erlauben ist stets und ständig ein unglaublich entfaltsamer Prozess. Das Erlauben, auf welcher Ebene auch immer, in welcher Intensität auch immer, in welchem Ausmaß auch immer, führt zu deinem vollkommenen Erlauben. Gib dir einen Funken dieses vollkommenen Erlaubens, das sich innerlich vollkommen anfühlt. Jedes kleine Erlauben trägt in sich das gesamte Erlauben. Und so ist dieses alles geschieht für mich in seinem Konstatieren, in seinem auf diese Frequenz sich einlassen, einschwingen, erlauben, der Funken der Vollkommenheit, der in jedem Moment, in dem du ihn erlaubst, die genau diese Vollkommenheit innerlich eröffnet. Als ein kleines Fensterchen, das an dir vorüberschwebt, oder als ein Palast, als ein Paradies, das ohne Grenzen um dich herum ist, aus dir heraus sich entfaltet. Mal mag es sich so, mal mag es sich anders anfühlen, mal mag es sich wie das Fensterchen, wie der Schweif einer Möglichkeit, der an dir vorbei gleitet, wie eine Sternschnuppe anfühlen, mal mag es sich anfühlen wie die Entfaltung des Paradieses. Es geht nicht um die Wertung, es geht nicht um das Wollen, es geht um das Erlauben von dem, was gerade in diesem Moment möglich ist. Es geht um das alles geschieht für mich. Die Sternschnuppe, das Fensterchen, der Palast, das Paradies. Alles geschieht für mich. In dem Moment, in dem es die Sternschnuppe ist, dieser Schweif von, der Hauch von Wissen und Fühlen, kannst du besser nachvollziehen, wie es anderen Wesen, anderen lichtvollen Seelen auf der Erde geht, die diese Realität erst dabei sind zu begreifen, sich nach und nach dafür öffnen. Du kannst besser nachvollziehen, wie es anderen Wesen auf der Erde geht. Und somit ist dies ein ebenso, wenn nicht größeres Geschenk, wie dieses Geschenk des Palastes, der Entfaltung des Paradieses um dich herum, wo es nur dieses Paradies gibt und alles andere wie nicht vorstellbar ist.
weil es in diesem Moment nicht ist, nicht begrenzt, nicht verdichtet. Alles geschieht für mich, ist die Wahrheit und Weisheit, aus der sich genau diese Realität entfaltet. Du musst nicht wissen, wie es für dich geschieht. Du brauchst nicht zu erklären, was der Nutzen und Zweck davon ist. Du musst nicht jemand anderem Rechenschaft über dieses, was für dich auf welche Weise geschieht, ablegen. Es geht nicht darum, wie es für dich geschieht. Allein in deinem Wissen, dass es für dich geschieht und auf diese Weise für dein Gegenüber, für jeden anderen, für die Welt, das Universum und alles, was ist, geschieht. Durch dieses dein tiefes Wissen ist genau das die einzige Realität, die sich entfaltet. Im Rückblick kannst du immer sehen, wie die Dinge für dich geschehen und geschehen sind. Im Vorausblick kannst du es wissen, indem du es weißt. Kannst du darauf vertrauen, indem du es weißt und weißt, dass dein Rückblick dich immer dessen gelehrt hat, dass du bereits die Erfahrung hast, dass alles für dich geschieht und selbst die Dinge, von denen du nicht weißt, auf welche Weise sie gerade Ausdruck dessen sind, dass sie für dich geschehen, eines Tages für dich als für dich geschehen sichtbar sein werden. Diese Erfahrung hast du bereits gesammelt und so kannst du das Vertrauen in jeden Moment hineinnehmen. Je weniger du an Ergebnisse haftest, je weniger dein alles geschieht für mich geknüpft ist, gekoppelt ist an alles geschieht für mich auf diese Weise, alles geschieht für dieses und jenes Ergebnis, das ich mir vorstelle. Je weniger du dein alles geschieht für mich an eine Erwartung, an ein Ergebnis knüpfst, desto freier ist die Entfaltung von alles geschieht für mich. Desto vollkommener ist die Erfahrung von alles geschieht für mich. Desto absoluter ist die Wahrheit und die Entfaltung weit über deine Vorstellungskraft hinaus von allem, das für dich geschieht und allem, was geschieht, in seinem Ausdruck für dich zu geschehen. Ergibt es für euch, für dich Sinn? Wir danken dir, wir danken dir, wir danken euch. Wir sind, was ihr seid, was wir sind. Wir freuen uns auf unser nächstes Zusammenkommen und die Vertiefung von allem, was ist. Die Erhöhung von jeder Frequenz, die bereits in ihrem höchsten Zustand ist, in dem Kern deines Seins. Wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben dich. Alles ist, was ist, in Liebe eins und damit sind wir vollkommen.